Die Welt wird jetzt untergehen. Was? Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum unser Charakter so absolut verblödet ist. Was ist los mit den Leuten hier? Und wie catch ich Frogs? Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wie immer starten wir direkt rein in unser Playthrough. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen total langsam in diesem Spiel voran. Aber das passiert bei manchen Spielen, wenn man absolut nichts nachschaut und alles versucht auf Eigenhand herauszufinden. Aber gut, hat ja auch seinen Reiz. Ich weiß gar nicht mehr, was genau so ansteht. Deswegen gucken wir doch mal nach. Was haben wir für Quests? Ich weiß, wir hatten irgendeine Quest für den Vampir. Dass wir herausgefunden haben, dass das der Alaric ist. Vater Alaric. Dieser komische Obdachlose da. Der Master Alaric. Learn some details from him. Das können wir direkt mal machen. Wir können im gleichen Zug auch direkt mal feststellen, ob wir diesmal den Brunnen bauen können. Letztes Mal hätten wir ja die Gelegenheit gehabt, wenn wir direkt die Materialien zur Hand gehabt hätten. Und dann war sie auch schon wieder fort. Ja. So, wie sieht's hier aus? Ja. Wir haben die Gelegenheit. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir haben sie. 3 von 3. Jetzt sprinte ich hier durch, um einen Brunnen zu bauen. Ich habe die Materialien nämlich dabei. Und zack. Er wird nicht mal gebaut. Er ist einfach da. So, und jetzt sollen wir noch ein Tent bauen. Interessanterweise kann jetzt die Happiness bis auf 4 hoch. Das hätte ich vorher gebrauchen können. Aber okay. Und für das, ja, für das neue Tent brauchen wir Stoff. Wo ich auch noch nicht weiß, wo ich den herbekomme. Wir sprechen hier erstmal mit Alaric. What did you do to the shepherd? Oder to shepherd? Absolutely nothing. A little bump on the head. It was completely harmless. I suppose it might even do him some good. Ja, bei dem Typen könnte man sich das vorstellen. Anyway, he's at home and his wife is looking after him. Has been a vampire since you were born? No. I was contaminated over 30 years ago. Some vampires kidnapped me, put me in a cage, tortured me, and did this to me. I hate my curse more than anything, but there's no cure for it. I drink blood only in the most desperate situation, to avoid a terrible death. Why did you attack the villagers? I didn't want to, but I'm nearly dying of hunger. If I try to attack anyone, at the camp, Teodoro would easily find me out. I remember a movie, there was a guy who drank rat blood or he'd... I do not fear death, but I cannot leave this world without fulfilling my duty. What's the ancient curse? Naja, offensichtlich der Vampire Curse, oder nicht? It was laid upon us 2 centuries ago, when disciples of the new faith destroyed the ancient bridge. Departed souls could no longer find the way to the land of the dead. They grew mad in despair, returned to their bodies and began killing everyone. The walking dead flooded the world. Only the ancient god and the ancient contract saved humankind from annihilation. What is the ancient contract? It contains the list of dictates which stave off the ancient curse. It was agreed to by representatives of new and old faith and the ancient god. My brothers and I, as signatories, were obliged to follow it faithfully and execute all its conditions. We did it for nearly 170 years, but as you can see, we failed eventually. Warte mal, der wurde doch erst vor 30 Jahren verwandelt, oder nicht? Da müsste er 140 Jahre alt gewesen sein. Ha! You're even older than Moses, not bad. I always considered it strange that graveyard keepers weren't informed of all this stuff. In the end, you're the guarantors of the contract. Alter, das gibt doch keinen Sinn. Also, ich kann mir ja vorstellen, dass er erst in einen Vampir verwandelt worden ist, wo er sehr alt war. Aber er müsste ja wirklich 140 gewesen sein. Wenn das erst vor 30 Jahren passiert ist, das ist ein enorm hohes Alter für einen Menschen. Aber gut, in diesem Dorf oder dieser Stadt geht ja schon einiges Komisches voran. Das kennen wir ja schon. Also wir schieben es mal auf diese komische Welt. Why did the ancient curse return? Because the strictures of the ancient contract were violated too many times. What do you mean? The Inquisition's cruelty, the cult's brutality, the ships of the dead stuck in the harbor.
And most importantly, we haven't had a graveyard keeper for the past 30 years. Your predecessor was killed before you. The next chosen keeper were even born. There must always be a graveyard keeper. They are the guarantors of the contract. That's why I asked when we first met about the role you play. Aber dann, das ergibt ja noch weniger Sinn, dass wir dann als Graveyard Keeper nicht über den ganzen Scheiß informiert werden. Was macht das denn für einen Sinn? Ja, unsere Aufgabe ist es, über diesen Contract da zu herrschen oder aufzupassen, dass er eingehalten wird und sonst was. Aber sagen tun wir dir nichts darüber, das musst du schon von alleine herausfinden. Ach, es gibt keinen mehr darüber Bescheid weiß? Ja, Pech. Die Welt wird jetzt untergehen. What? How can we stop the ancient curse? The curse began to return after the Great Blast, and according to the information I have, the fourth keeper, your predecessor, has been killed in the Great Blast. So we must unmask the murderer of the fourth keeper. Only the person who triggered the curse can stop its spread. Well, it looks like I'll be playing Sherlock Holmes a bit more. So there's nobody else who can help with the curse? Nobody. The other signatories are bound by a seal of silence. Except for me and my brothers. But it's useless to count on them. Dann warum hast du mir nicht schon früher davon berichtet? Why won't your brothers help with the curse? This is not the time or place to discuss them. Perhaps one day. But for now, know this. We can rely only on ourselves. I agree to help. I know it's not an easy decision, but it's the right one. Let's see. For starters, take these scrolls. They'll help you save a lot of time traveling. Then we should... Master Elric, what happened to you? Wait, I called him a key. No, never him. If he learns that I'm a vampire, he'll pierce my heart with a wooden stake, with the greatest of pleasure. Blood, just a drop of blood, please, hurry. Blood? Well, adult corpse blood is tasty, but we're out of options. Gib ihm doch einfach was von deinem eigenen Blut, bist du komplett behindert? What the fuck? Junge! Komm, wir haben ja schon gelernt, dass der Typ ein absoluter Braindead ist. Er ist wahrscheinlich selber ein Zombie. Was auch Sinn ergeben würde in der Lore. Wir sind der Herrscher der Zombies. Wir wurden in einer anderen Welt überfahren, sind da tot und in dieser Welt als Zombie auferstanden. Habe ich gerade den Plot-Twist dieses Games herausgefunden. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum unser Charakter so absolut verblödet ist. Ich kann froh sein, dass ich Blutauflage habe. Wenn mein Charakter hier auch noch in der Kontrolle darüber wäre, dann hätten wir gar nichts. Wäre absolut am Arsch. Er hätte auch keinen Korps irgendwie, also er hätte ja auch keine Karotten. Ich habe ja nicht mal Karotten, wie sollte er dann Karotten haben? Das ist übrigens eine Sache, die ich letztens nachgeschaut habe, weil es mich einfach angekotzt hat. Weil ich nicht mehr wusste, woher ich diese Seeds holen sollte. Und naja gut, ich hätte drauf kommen können, wenn ich ein bisschen mehr erkundet hätte. Aber ganz ehrlich, ich dachte, ich hätte schon alle Leute kennengelernt und sonst was. Aber dazu kommen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal das. Wobei, wir könnten den Typen natürlich auch erstmal da liegen lassen. Das würde zu unserem Typen ja passen, dass er jetzt einfach so vergisst, was er überhaupt zu tun hat und erstmal anderen Sachen nachgeht. Und nach einer Woche fällt sie ihm ein, ach warte mal, da war ja was. Master Elric, sind Sie noch am Leben? Hallo? Oh, hier ist nur noch ein Häufchen Asche. Schade. Jetzt werden wir wohl nie lernen, was es mit dem Contract auf sich hat. Bitteschön. There, that's a bit better. But the taste is amazingly foul. What was it? Corpse blood. Or were you counting on me to ask some villager to volunteer his blood? Was ist mit deinem Blut, Junge? Oh no, not again. Hello, diarrhea. But you're right. Thank you in spite of it all. If you wish, I can bring you some regularly, so that you can stop bothering the villagers. It's a deal, and paying you for this service would be the honest thing, wouldn't it? Okay, I have something for you right now. It's my old vampire Sonnencreme. What? Das hätten wir mal irgendwie Rising gebraucht.
You can show it to them as an evidence of the vampire's demise. Was? Then the villagers will stop worrying and you get your reward. Das macht überhaupt keinen Sinn. Thank you. May I ask, why did you say Theodoro would be glad to kill you? Because it's true. But that is one of those burdens that cannot be shared. You passed out and never finished your thought. Ah yes, you must find the vampires who captured and tortured me 30 years ago. I remember they asked me about the ancient contract and the ancient curse. I'm sure they are somehow connected to the curse and the great blast. Where should I start looking? Do you have an address? I don't know. They sort of disappeared after the great blast. So, the trail is cold. Let me think. Astrologer told me that he and the fourth keeper were attacked by vampires. Some strange magic turned their attackers to vampire jaws. Maybe it's possible to find these jaws and disenchant them? I've heard of this place. I should inform Ulrich. I know where we could start looking, but that event happened so long ago, any clue must be long gone. That's not a great problem. Borrow the Witcher's Eye from Theodoro. It's a special artifact for discovering things which are shrouded in the wheels of time. And you coming with me? I'm still too weak from hunger, and daylight is deadly to me. Ja, weil du deine Sonnencreme jetzt nicht mehr hast. Genie. Well, I'll tell you if I find anything. Oh, Theodoro, ich brauch was von dir. Das ist noch nicht, das ist der Typ da oben. People live like slaves and don't even notice. How could this happen? About the Witcher's Eye. Maki, I'd like to borrow something from you. The Witcher's Eye. Horadric told you about that, did he? I shouldn't have trusted my secrets to that old scoundrel. Yes, I have it, but it is a precious thing to me. A minor technical wonder, my father's masterpiece, and it's the only one of its kind. I'll be careful, and I'll bring it back really soon. No, but I know what my father would have done in this situation. If you accomplish your task, if you help all these people survive, then I shall give you the Witcher's Eye to you as a gift. One day we'll return, and they'll pay for their crimes. Waren wir nicht gerade auf plus 10 mit ihm, weil wir einen Brunnen gebaut haben? Warum sind wir jetzt wieder bei 0? Naja, wir müssen halt ein Tent bauen. Und dafür brauche ich Stoff. Ja. Naja, gut. Wir können zum Taverne Keeper und ihm sagen, das Problem mit dem Vampire ist gelöst. Für diesen Teleportation Scrolls habe ich jetzt auch keine Ahnung, wann ich die anwenden soll. Im Endeffekt ist es, glaube ich, egal, solange ich sie nicht nutze, nur um von A nach B zu reisen. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt die Abkürzung nicht nehme, ich gehe zum Karottenhändler und dafür wäre die Abkürzung doof. Also zum Seedhändler. Der soll hier nämlich irgendwo auf diesem Feld sein. Unten oder oben, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Feld gelesen und dachte mir, ja gut. Hier war ich doch vor allen Dingen schon. Ich meine gut, ich weiß nicht, ob ich schon mal mit den Typen gehandelt habe. Aber ja, der hat Seeds. Ne, der hat Karotten. Kann ich sogar direkt Karotten kaufen. Vielleicht kann ich dem auch mein Gemüse bringen. Carrot Seeds ist fast genauso teuer. Aber wobei, ich krieg von den Seeds mehr als eine Karotte, oder? Plant ja 4 Seeds. Wie viele Karotten kriege ich da raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kaufe die Seeds. Genug Geld für alle? Nein. Oh, das Geld eigentlich auch noch für andere Sachen, aber egal. Also Seeds kann man ihm schon mal nicht verkaufen. Dann kaufe ich jetzt einfach eine Karotte, einfach nur um zu gucken, ob ich die verkaufen kann. Tatsache. Das ist semi-gut. Ja, ich kann ihm zumindest Sachen verkaufen. Ja, gehen wir erstmal zum Tavernkeeper, bevor wir die einpflanzen. Dann können wir nämlich die Shortcut wieder zurücknehmen. Guten Tag, Tavernkeeper. Warte mal, bevor die hier gleich abhaut, kann ich mit dir noch irgendwas bereden? I have some questions, normal questions. I found out about your necklace. They told me that you didn't have your necklace anymore. So you can't help this poor woman after all? Actually, he told me where your necklace is. I'll try to get it back for you. Oh, that's so sweet. Speaking of sweet things, have you ever had a whiff of Miss Jane's perfume? Yes, it smells good. Oh, even you like it. I definitely need a vial. Can you talk to her and get me one?
Why can't you ask her? Oh, I don't know why, but she doesn't like me. She's especially jealous of my friendship with Alisa. I'll try to get you some perfume. I could even try to make some myself. Ja, schauen wir mal. You better talk with my husband. He's in charge here. About your perfume. Miss Jane, could you give me a vial of your perfume? It's good, isn't it? But I'm tired of it. I'm going to make a new one. I still have a small vial of the old stuff. I could give it to you, but first I need a little help. Take this food to my sister. She lives at the middle of the swamp. The witch, okay. And on the way back, catch a dozen of frogs for me. I'll need them for the new perfume. What the fuck? Was ist los mit den Leuten hier? Und wie catch ich Frogs? Was hast du zum Traden? Was hast du zum Traden? Recipes, okay. Nee, das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Give him Elric's Sonnencreme. Sun Factor 300. Look at this. I took it from the corpse of the vampire. You did it. Amazing. You have helped us enormously. Oh, thank you. Thank you. All our village is grateful to you, our hero. What you have done here today will not be forgotten. That's cool to hear, so... My reward? Reward? Oh, sorry, I entirely forgot. I must warn you that the economic situation in our village is not the best. Horadric, my reward. The town's duties have increased, and the harvest has been good to us these past few years. Horadric? Here it is. It's a sad day when even heroes can't show compassion for the common villager. Das brauche ich, um meine Taverne zu bauen. Nice. Ich wusste gar nicht, dass ich dafür 50 Silber bekomme, aber nice. Perfekt. Ich glaube, es ist nur ein bisschen zu spät, um den Steinmetz jetzt anzusprechen. Wahrscheinlich ist er schon gone. Das Spiel kann auch nicht einmal auf meiner Seite sein, oder? Ah nee, er ist noch da. Perfekt. Ich habe nichts gesagt. Hier ist ja Money. Jetzt bin ich wieder pleite. Ja, ich brauche übrigens doch bei 50 Silber. Oh, Carrie and brother, get stoned to work. Go take it up. Your new establishment will be ready by dawn. Selbst wenn ich keine Nap mache, also am nächsten Tag, oder muss ich wirklich schlafen dafür? Und wenn ich tagsüber schlafe, wird es dann auch ready sein, wenn ich aufstehe? Ich gehe einfach gleich schlafen. Oder ich komme am nächsten Tag zurück, wie auch immer. Ich muss erstmal ein bisschen Farmzeug anlegen. Ich brauche Karotten. Ich brauche endlich mal mehr Leichen. Wobei, ich kann ja ihn noch nicht wiederbeleben, ne? Aber der Friedhof muss auch neu gestaltet werden. Muss auch mehr Steine farmen, aber dafür brauche ich Zombies. Es ist ein Conundrum. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ich sollte die Karotten auf jeden Fall farmen. Wheat Seeds. Nein, Carrot Seeds. Überall Carrot Seeds. Überall Carrot Seeds. Und die restlichen können hier rein. Was ist das denn? Was? Achso, das ist das, was ich der Schwester bringen soll. Ich kann auch mehr Empty Garden Beds machen. Ja komm, machen wir das voll. Auch wenn ich es nicht brauche. Aber ich muss ja irgendwo auch Energie loswerden sowieso. Sonst kann ich ja nicht schlafen. So, und jetzt können wir hier auch noch Wheat Seeds anpflanzen und hier noch mehr Carrot Seeds. Ich dachte, ich hätte noch einmal 4. Dann halt nicht. Dann halt nur die Wheat Seeds. Soll mir auch recht sein. So, gute Nacht. Ah, ja, die Taverne ist jetzt fertig. Und Horadric wünscht sich jetzt irgendwie, dass ich tot wäre. Was zur Hölle ist das? Okay. Ich weiß nicht, was ich hiermit Also, ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit der Taverne zu tun. Ach so, ja, die Porters-Technik. Ich sehe es. Es sind Zombies. Es ist für die Zombies. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Geheimgang hier Nevermind. Ich gehe mal davon aus, dass dieser neue Gang mich jetzt in die Taverne bringt. Aber ich wollte eigentlich gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich die zuerst von außen sehen will, bevor ich von unten reingehe. Gehe. Alter, läuft mal hier weit. Was haben wir hier alles so? In der Truhe haben sie mir schon mal nichts da gelassen. Hier kann ich kochen. Okay. Exit? Aber wofür ist dann diese Leiter? Ah, da kommt man draußen raus. Oh, so schön hier meine Taverne. Und was ist das für ein Skullmeter? Oh, this tavern only start. It's an embarrassment. Ich habe sie nicht gebaut. Ich habe sie nur in Auftrag gegeben. Where's the music maker? The gossip, the drinks. Where's the cool bartender? I'm considering various candidates right now and
Wir müssen den All Dick einstellen, es wäre so geil. Okay, you're helpless. I'll manage it instead of you. Your task is to construct a wooden doll of a bartender and set it here. Okay. Just go through your workbench and do it. Und wie bringst du den Leuten... Also, du kannst mit den Leuten reden, aber wie bringst du ihnen denn Getränke? Save your questions for later. Das war jetzt ein bisschen Fourth Wall Breaking, aber okay. Wie baue ich das denn? Kann ich das hier bauen? Graveyard-Fest. Taverne, ja, sowas brauchen wir doch auch. Cabinet with Artifacts. Und hier kommt das Money dann rein. Ist schon eine Ironie, dass wir jetzt damit Geld verdienen, nachdem ich erstmal ewig Geld verdienen musste. Boxrack, okay. Aber wo baue ich denn jetzt diese Truhe? Was ist jetzt überhaupt mit der Maschine? Wofür wir die überhaupt komplett gebaut haben? Mir ist eigentlich scheißegal, dass ich eine Taverne habe. Ich will hier keine Getränke oder sonst was verteilen. Ich wollte ja nur den Keller haben, damit ich die Maschine da ausbuddeln kann. Ich glaube, das ist eine der chaotischsten Folgen aller Zeiten. Und eine, die am allerwenigsten Sinn macht. Wo baue ich jetzt so eine Puppe? Hier irgendwie an der Werkbank oder so? Ah ja, ich kann sie sogar direkt bauen. Perfekt. Das sieht nicht gesund aus, wie die da liegt, aber es ist zum Glück nur eine Holzpuppe. Oh, ganz schön viele Punkte gegeben, sogar blaue. Warum gibt die blaue Punkte? Die blauen Punkte haben doch eigentlich was mit Anatomie und sowas zu tun. Ich meine, gut, wenn man eine Holzpuppe menschengetreu nachbaut, hat das wahrscheinlich auch was mit Anatomie zu tun. Irgendwie will ich mal hoffen, dass man das so interpretieren kann. Und ansonsten weiß ich nicht, was ich da gerade verbaut habe. Ja, ist deine Puppe. Clumsy work, but it's good enough. Yorick, it's your turn. Rick, you sure it's a good idea? Ich weiß immer... More complete, just think. You can work around the clock. Ah. He knows all the gossip and rumors. And he has 30 years of bartending experience. Before he poisoned himself with an expired cocktail. And most of all, he doesn't claim a salary. Who's the genius here? That makes sense. Talk to him. I'll be waiting for you in the local cellar. Greet the new bartender. Oh, it'll be such pleasure to work with you. No salary, no insurance, no vacations. Never. I'm on strike. Have a nice day. Goodbye. Yes, he's gone. Since you're such a skilled bartender, could you tell me a little about it? Of course, a tavern is like a defenseless flower. Yes. Your duty is to care for it and nurture it like your own child. So you must remember this. There is a kitchen and a storage area in the cellar. Alcohol is stored on pallets. We sell alcohol off the pallets around the clock. We need to make sure it doesn't run out. Sounds reasonable, aber ich habe keine Alkohol-Production. Customers like to buy alcohol, enjoy it themselves, but they like quality taverns. So the higher the tavern's quality, the more customers you get. And the more customers, the more money. Oh, I'm already looking forward to the supers. The wild screams, the drunk fights. It'll be marvelous. For starters, put some beer on the pellets. Wo soll ich das herbekommen? Ja, da kamen schon erste Gäste. Ich habe nicht mal Alkohol. Hier ist gar nichts. Ich habe nicht mal Tische. Wer hat gesagt, dass diese Taverne offen ist? Egal. Ich gehe jetzt erstmal mit Gary reden.